Mein Name ist Matthias Ries, ich bin Produktdesigner und aktuell unterrichte ich an der HWK in Hildesheim ebenfalls Produktdesign. Produktdesign habe ich an der HFG in Karlsruhe studiert und bin nach meinem Diplom nach Berlin gezogen, wo ich dann einige Jahre meine Selbstständigkeit gelebt habe, ein eigenes Designbüro hatte, und seit etwa 10 Jahren bin ich in der Lehre tätig an verschiedenen Hochschulen, von der Hochschule in Detmold über die Burg Giebichenstein bis jetzt eben auch zur HWK in Hildesheim. Als Produktdesigner habe ich mich im Grunde schon immer mit Themen beschäftigt, die vielleicht eher die theoretischen Aspekte unserer Disziplin beleuchten. Und so war es für mich folgerichtig, auch in die Lehre und die Forschung zu gehen. 2019 habe ich dann auch an der UDK eine Promotion angefangen, UDK in Berlin. Und diese Promotion habe ich dann unterstützt durch ein Fulbright-Stipendium an der Parsons School of Design in New York, ja, weiterführen dürfen. Zwischendurch kam dann eben der Ruf für eine Professur in Hildesheim, sodass dieses Projekt erstmal pausiert. Das Thema meines Promotionsvorhabens ist im Grunde von der Wunderkammer zum Warenlager. Ich beschäftige mich mit der Flut der Dinge, mit dem kulturellen Gedächtnis, mit der Menge an Produkten, die wir nicht nur produzieren, sondern eben auch ansammeln im Laufe der Menschheitsgeschichte. Und dieses Ansammeln kommt eben immer wieder an Grenzen und stößt auf Grenzen und vor allen Dingen auf Grenzen der Lagerfähigkeit. Nicht nur, dass Dinge verfallen und zerfallen, sondern dass immer wieder eine Auswahl getroffen wird dessen, was eigentlich gesammelt wird und was nicht gesammelt wird. Und das ist ziemlich wichtig, weil wenn wir auf Gesellschaften zurückblicken, dann blicken wir auf das zurück, was übrig geblieben ist. Und so ist es natürlich immer auch eine Verzerrung der Geschichte, wenn man für bestimmte Aspekte der Objektkultur, der materiellen Kultur einen Sammlungsraum zur Verfügung stellt und für manchen eben nicht. Also es gleicht quasi einem Auslöschen eines Teilaspekts des kulturellen Archivs. Und das fand ich furchtbar spannend, weil wir das aktuell sowohl auf der institutionellen Ebene als auch auf der privaten Ebene haben. Also wir haben das Messi-Syndrom, wir haben quasi die Rumpelkammer, die immer voller wird, und genauso geht es eben auch Museen, und Museen beschäftigen sich mittlerweile eben auch mit dem Entsammeln, also wie werde ich eigentlich die Dinge wieder los, und große Museen wie beispielsweise das American Museum for Natural History, bei dem ich eben auch in New York war, als ich dort mein Stipendium hatte, bauen immer mehr Lagergebäude dazu, um überhaupt noch Herr der schieren Menge der Dinge zu werden, die sie da immer mehr bekommen. Also die haben noch kein einziges Stück entsammelt bisher. Das ist so ein bisschen auch die Krux. Wie stark brauche ich das Original? Wie sehr brauche ich den Dinosaurierknochen in der Hand? Und wie sehr reicht mir jetzt ein 3D-Scan dieses Dinosaurierknochens? Und natürlich hat der 3D-Scan nur eine begrenzte Information und ich kann eben jetzt keine Knochenprobe mehr nehmen. Und andererseits haben wir Millionen Dinosaurierknochen. Also wie viele davon brauchen wir? Und das nächste Problem bei den Themen der Digitalisierung ist, dass der Irrglaube, dass digitale Repräsentanten immateriell wären. Ja, sie sind eben sehr manifest in Rechenzentren, ja, die irgendwo auf der Welt laufen müssen. Also es ist nicht so, dass diese Datei ja irgendwo immateriell rumliegt, sondern die liegt auf irgendeiner Festplatte, natürlich deutlich kleiner als zuvor, aber es ist vielleicht auch nur eine Verschleppung desselben Problems. Und gerade die Rechenzentren von Google, die einfach irgendwo auf der grünen Wiese weit weg von unserem Blick sind, die verschlingen ja auch Unmengen an Energie. Also es ist auch eine Frage der Nachhaltigkeit. Wie viel will man denn jetzt eigentlich wirklich digitalisieren und vor allen Dingen auch in welcher Präzision? Aktuell in diesem Semester arbeite ich mit meinen Studierenden an einem Projekt. Ich habe den Titel
With a Little Help of AI Friends genannt, so ein bisschen in Anlehnung an den Beatles-Titel, aber eben auch mit dem Hinweis darauf, dass es nur um eine Hilfestellung geht, eben nicht zu sagen, Artificial Intelligence ist, damit gestalten wir jetzt, sondern das ist einfach auch nur ein Tool. Und wir versuchen, Artificial Intelligence für Produktdesign wirksam zu machen. Wir untersuchen diverse Workflows und wir werden schauen, dass wir quasi nicht nur 2D-Bilder generieren, so wie Midjourney und Stable Diffusion das tun, sondern dass wir aus diesem Bildmaterial auch ins 3D gehen können, das heißt tatsächlich auch 3D-Objekte im 3D-Raum haben und dann aus diesem digitalen 3D-Raum auch tatsächlich ins Analoge gehen. Also wie kommt man jetzt aus dieser digitalen Welt, wo sehr viel, sehr schön und sehr bunt passieren kann, in eine analoge Übersetzung. Es ist eine große Diskussion um das Halluzinieren, ja, finde ich einen sehr charmanten Begriff für das, was AI da tut. Im Grunde sind es Fehler, die AI macht und die irgendwann auch nicht mehr sein sollen. Und ich finde eigentlich diese Fehler ganz besonders spannend, weil die eben uns auf Dinge bringen, über die wir eben selbst nie nachgedacht hätten oder die wir so nie gesehen hätten. Und wir versuchen eben sehr aufmerksam die Ergebnisse zu beobachten, die AI uns liefert. Und auch mit diesem Projekt möchten wir dann im April in Mailand ausstellen. Ja, also zum IDZ kam ich eigentlich relativ früh tatsächlich in meinem Studium in Karlsruhe, denn während irgendeiner Theorievorlesung poppte das IDZ auf. Es gab dann im Zusammenhang mit der Ausstellung Design It Yourself, glaube ich, hieß die 1984, irgendwann 82, da kann ich aber falsch liegen. Und diese Ausstellung, ja, seitdem war IDZ bei mir im Kopf und dann bin ich nach Berlin gezogen 2008 und habe das IDZ immer wieder so beobachtet, was wird da so angeboten. Und das IDZ hat eine schöne Reihe angeboten zum Thema Selbstständigkeit, also mit 5 einzelnen Workshops und Terminen und daran habe ich dann teilgenommen, habe da auch verschiedene andere Designerinnen und Designer kennengelernt, Uli Budde zum Beispiel, der ja auch in Berlin tätig ist. Und das war so mein erster Kontakt. Ich habe auch das IDZ hat ein Programm angeboten, Berlin Poland hieß das, und an dem Programm habe ich auch teilgenommen und konnte dann mit dem IDZ in diverse Städte nach Polen fahren und dort Kontakt zur Industrie aufnehmen. Und weil ich aber schon damals meinen Fokus auf Lehre und Hochschule gerichtet hatte, habe ich immer vor Ort auch die entsprechenden Hochschulen angesprochen, habe die besucht und auch daraus ist dann ein Lehrauftrag in Poznan entstanden und deswegen ist das IDZ für mich schon auch als Katalysator sehr wichtig gewesen. Meine Inspiration, die ich gerne weitergeben möchte, sind im Grunde 2 Bücher. Die sind nicht besonders aktuell, trotzdem möchte ich sie weitergeben, weil sie eben vielleicht auch für Produktdesign oder Design nicht so auf dem Schirm sind. Und zwar sind das beides Bücher von Boris Greuß. Das eine ist über das Neue und das andere ist Logik der Sammlung und die haben beide mit meinem Promotionsthema zu tun und beschäftigen sich eben, oder so eine der Kernpunkte ist die Differenzierung zwischen dem profanen Raum und dem kulturellen Archiv und die gegenseitige Bedingung der beiden. Und ich glaube, da kann man auch als Designerin, Designer und besonders auch im Produktdesign viel Inspiration von bekommen.